I saw your picture in the paper. And I'm never going to let you out of my sight again. Wir alle erinnern uns an Stan Laurel als eine Hälfte des bekannten Komikerduos Laurel und Hardy. Aber wussten Sie, dass er ein schwieriges und qualvolles Leben hatte? Von einem unerwarteten Gesundheitsproblem bis hin zum vorzeitigen Verlust seines Partners Oliver Hardy waren Stans spätere Jahre alles andere als das, was man sich vorgestellt hat. Haben Sie sich jemals gefragt, wie das wahre Leben des Komikers hinter den Kulissen aussah? Sehen wir uns nun die unglaubliche und oft schreckliche Geschichte der letzten Jahre von Stan Laurel an. Der Clou war, dass Stan Laurel eigentlich gar nicht Stan Laurel war. Beginnend. Er wurde am 16. Juni 1890 als Arthur Stanley Jefferson in Ulverston geboren, einem bezaubernden kleinen Ort in Lancashire, England. Wissen Sie, was das ist? Es ist einer dieser malerischen Orte. Aber hier ist die Wendung. Sein Leben war nicht gerade ein Bilderbuchleben. Das Theater hat eine lange Verbindung zu Stans Familie. Er scheint von Geburt an ein Talent für Unterhaltung gehabt zu haben. In den ersten 7 Jahren seines Lebens lebte der kleine Stan bei seinen Großeltern in Ulverston, da seine Eltern oft unterwegs waren und am Theater arbeiteten. Ist das überhaupt möglich, ohne seine Eltern aufzuwachsen, da diese ständig beruflich unterwegs waren? Das ist ein faszinierendes Konzept. Diese frühen Jahre voller Geschichten und Auftritte legten sicherlich den Grundstein für seine Zukunft im Showgeschäft. Doch selbst als seine Karriere Fahrt aufnahm, hatte das Leben eine Art, ihm Bälle zuzuwerfen. Seine bemerkenswerte Karriere war geprägt von einer Reihe von Hindernissen, die er auf seinem Weg überwinden musste, sowohl in emotionaler als auch in beruflicher Hinsicht. Stans Identität und seine Lebensziele wurden durch diese Begegnung maßgeblich beeinflusst. Sein Vater, Arthur J. Jefferson, war kein typischer Elternteil. Er war Theatermanager und trat als Schauspieler auf. Können Sie sich vorstellen, wie intensiv es ist, ständig von Chaos hinter der Bühne, Drehbüchern und Kostümen umgeben zu sein? In einer solchen Gesellschaft hatte die Leidenschaft von Stans Vater für das Theater einen großen Einfluss auf seinen Sohn. Stans Mutter, Margaret Metcalf, war die nächste. Sie war nicht nur eine Theatermutter. Sie war echt eine versierte Schauspielerin, die selbst eine erfolgreiche Karriere hat. Stellen Sie sich einen Haushalt vor, in dem das Drama im wahrsten Sinne des Wortes zum Standard gehörte. In Anbetracht der intensiven Beteiligung seiner Eltern an den darstellenden Künsten ist es nicht unerwartet, dass Stan als Kind all diese Energie in sich aufnahm. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie es sein muss, als Kind viel herumzuziehen? Das war die Kindheit von Stan Laurel. Aufgrund des vollen Terminkalenders seiner Familie war seine Ausbildung nicht wirklich traditionell. Anstatt eine einzige Schule zu besuchen, reiste Stan ein wenig umher. Er besuchte die Stonelaw Public School in Glasgow, King James, das erste Gymnasium in Bishop Auckland und die King's School in Tynemouth. Sie können sich vorstellen, dass es einige Veränderungen gegeben hat, aber dann kommt das Beste. Trotz all der Umzüge waren Stans Kreativität und sein witziger Humor immer offensichtlich. Das Erstaunlichste ist jedoch, wie ihn all dies zur Bühne führte. Im Alter von 7 Jahren gab Stan sein Bühnendebüt in einem lokalen Stück namens Lights of London. Könnten Sie sich vorstellen, schon in so jungen Jahren in der Öffentlichkeit zu stehen? Schon früh verfügte er über den natürlichen Charme und das Timing, die ihn später zu einer Comedy-Sensation machen sollten. Im Alter von 16 Jahren unternahm Stan Laurel seine ersten bemerkenswerten Versuche, in der Unterhaltungsbranche Fuß zu fassen. Sein erster Auftritt im Glasgower Panoptikon markierte den Beginn seines Experimentierens mit verschiedenen Comedy-Stilen. Dass Stan nicht gleich auf Slapstick-Humor umschwärmt, ist unerwartet. Stattdessen entwickelte er seinen eigenen, unaufdringlichen Look. Und die berühmte Melone war nicht mehr nur ein Requisit, sondern wurde Teil seines einzigartigen Stils. Wissen Sie, was ihn antrieb? Das Lachen und der Applaus des Publikums. Wie haben Sie sich gefühlt, wenn jemand zum ersten Mal über Ihre Witze gelacht hat?
Stan wollte sich deshalb noch mehr mit Comedy beschäftigen. Es war ein Zeichen dafür, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hatte. 1910 schloss sich Stan dem komödiantischen Ensemble von Fred Karno an der Seite eines jungen Charlie Chaplin an. Stellen Sie sich das vor. Stan lernt das Handwerk von einer Legende. Stan begann sogar, als Chaplins Gehilfe zu arbeiten. Schließlich segelten beide mit demselben Schiff nach Amerika und schlugen einen Weg ein, der das Filmgeschäft für immer verändern sollte. Auch wenn sich ihre Wege schließlich trennten, war ihre gemeinsame Zeit für Stans Entwicklung als Schauspieler von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 1913 machte Stan einen großen Schritt nach vorn. Sie änderten seinen Namen. Er nannte sich nun Stan Laurel statt Stan Jefferson. Warum? Nun, das war ein Aberglaube. Die 13 Buchstaben in seinem ursprünglichen Namen hielten ihn für einen Pechvogel. Ist das nicht absurd? Stan Jefferson hatte schon einmal die Absicht, seinen Namen zu ändern, weil er 13 Buchstaben hatte. Manchmal scheinen es kleine Dinge zu sein, die einen großen Unterschied im Leben eines Menschen ausmachen. Nicht wahr? Diese Namensänderung bedeutete für ihn den Beginn einer ganz neuen Ära. Stan spielte einige Jahre später, 1917, in seinem ersten Kinofilm Nuts in May mit, wobei sein Sinn für Humor nicht außer Acht gelassen wurde. Namhafte Persönlichkeiten wurden auf ihn aufmerksam, darunter der Schauspieler Charlie Chaplin und der Regisseur Carl Laemmle. Wie aufregend muss es für ihn gewesen sein, von solchen Größen gelobt zu werden. Das war nur der Anfang der Dinge, die da kommen sollten. Stans Leben begann 1925 so richtig in Fahrt zu kommen. Als er bei den Hall Road Studios unterschrieb, war das eine große Sache. Zunächst wurde er als Regisseur angestellt. Aber hier ist die Wendung. Er musste einfach etwas tun. Im Jahr 1927 stand er erneut vor der Kamera. In den späten 1920er Jahren erkannte Regisseur Leo McCarey in der Paarung von Stan Laurel und Oliver Hardy etwas Besonderes. Es hat sofort geklickt und es hat zwischen ihnen gefunkt. Ihre erste Zusammenarbeit, Putting Pants on Philip, machte deutlich, dass die beiden füreinander bestimmt waren. Sie scheinen die Fähigkeit zu haben, Magie vor allen anderen zu erkennen. Stan hatte sich bereits einen Namen in Hollywood gemacht, bevor er sich dem beliebten Komikerduo anschloss, das wir alle kennen und lieben. In den frühen 1920er Jahren hatte Stan viele Kurzfilme geschrieben und Regie geführt und in über 50 Kinofilmen mitgewirkt, womit er bewies, dass er mehr war als ein One-Trick-Pony. Er war ein vielseitiger Schauspieler, der eine Vielzahl von Rollen in der rasch expandierenden Filmindustrie meisterte. Aber erst, als er und Hardy sich zusammentaten, wurde es wirklich magisch. Gemeinsam produzierten sie mehr als 100 Komödien und ihr Witz ist auch heute noch zum Schreien komisch. Ist es nicht erstaunlich? Ihre Partnerschaft war eindeutig etwas Außergewöhnliches und sie hatten eine zeitlose Verbindung. Was sie zu einem der größten Comedy-Teams der Geschichte machte, war neben ihrer Brillanz Stans Fähigkeit, die schwierigen Situationen, die das Leben ihm bescherte, zu ertragen. Lässt dich das nicht darüber nachdenken, wie Beharrlichkeit zu Größe führen kann? Privatleben. Stan Laurels Privatleben war alles andere als perfekt. Er lebte in mehreren Ehen und Partnerschaften, von denen jede ihre eigenen Herausforderungen mit sich brachte. Von 1919 bis 1925 lebte er mit einer seiner ersten Freundinnen, May Dahlberg, zusammen, die als Schauspielerin eine wichtige Rolle in seiner frühen Karriere spielte und mit der er in wilder Ehe verheiratet war. Obwohl sie für seine Arbeit unentbehrlich war, kamen sie nicht immer miteinander aus und stritten sich gelegentlich heftig. Obwohl sie viel Zeit miteinander verbrachten, trennten sie sich schließlich, heirateten nicht und bekamen keine Kinder. Aber was ist mit Stans erster Ehe? 1926 heiratete er Lois Nielsen. Sie hatten sogar einen Auftritt in dem Stummfilm
Do You Love Your Wife? Er lernte Lois kennen, als sie beide an Stummfilmen arbeiteten. Mit der Zeit wuchs ihre Liebe und am 13. August 1926 heirateten sie. Ihre Ehe wurde mit 2 Kindern gesegnet. Lois Laurel, der am 10. Dezember 1927 geboren wurde, führte ein langes Leben und verstarb 2017 im Alter von 89 Jahren. Leider war ihre Freude nur von kurzer Dauer, da sie im Mai 1930 auch Stanley Robert Laurel auf die Welt brachten. Als Stanley 9 Tage nach seiner Geburt verstarb, war die Familie verzweifelt. Wissen Sie, wie erschüttert Stan und Lois gewesen sein müssen? Der Verlust eines Kindes muss schrecklich gewesen sein. Die Angst, die sie nach dem Verlust ihres Kindes empfanden, belastete ihre Beziehung. Der Stress von Stans harter Arbeit und seine persönlichen Probleme führten dazu, dass die Ehe von Stan und Lois 1935 zerbrach, trotz all ihrer glücklichen und unglücklichen gemeinsamen Zeiten. Wenn alles aus dem Rahmen zu fallen scheint, ist das eine Herausforderung, nicht wahr? Aber Stans Zeit als Single war nur kurz. Im Jahr 1935 heiratete er Virginia Ruth Rogers. Leider sollte ihre Romanze aus dem Jahr 1937 nicht von Dauer sein. Die Ironie der Liebe ist, dass sie Menschen sowohl zusammenbringen als auch auseinandertreiben kann. Doch die Geschichte der beiden war damit noch nicht zu Ende. Um einen Neuanfang zu wagen, heirateten sie 1941 erneut. Doch wie so oft holte sie die Vergangenheit ein und sie ließen sich 1946 wieder scheiden. Aus keiner der beiden Ehen gingen Kinder hervor. Am 1. Januar 1938 heiratete Stan zum 3. Mal die umwerfende russische Schauspielerin Iljana, deren Beziehung alles andere als harmonisch war. Zwischen Stan und Iljana ging es heiß her, und das nicht immer auf eine gute Art. Am 1. Februar 1940 wurde ihre Ehe wegen anhaltender Meinungsverschiedenheiten aufgelöst. Sie behauptete, dass ein lächerlicher Vorfall, der sie berühmt machte. Stans Versuch war, sie lebendig im Garten zu begraben. Man denke nur an das Drama, das sich daraus ergeben würde. Das sieht aus wie aus einem Film. Das zeigt, wie intensiv ihre Beziehung war. Aber trotz all der Turbulenzen hatten sie keine Kinder. Die 4. und letzte Frau von Stan war Ida Kiteva Raphael. Sie heirateten am 6. Mai 1946 und blieben bis zu Stans Tod im Jahr 1965 zusammen. Im Vergleich zu seinen früheren Ehen war diese stabiler. Ida war eine sanfte und tröstende Präsenz für Stan, insbesondere während seiner gesundheitlichen Probleme und seines beruflichen Zusammenbruchs. Haben Sie jemals jemanden gehabt, der Ihnen durch eine schwierige Zeit geholfen hat? Genau das hat Ida für Stan getan und ihm geholfen, als er es am meisten brauchte. Trotz ihrer langjährigen Liebe hatten sie jedoch keine Kinder. Von all seinen Beziehungen hatte Stans erste Ehe mit Lois Nielsen die nachhaltigsten Auswirkungen, vor allem wegen ihrer beiden Kinder. Sein Andenken wurde durch das lange und erfolgreiche Leben ihrer Tochter Lois bewahrt. Hervorzuheben ist auch der frühe Tod ihres kleinen Sohnes Stanley, der im Alter von 9 Tagen verstarb. Als Beispiel dafür, wie flüchtig das Glück sein kann, trug Stan diesen Verlust noch lange mit sich herum. In seinen späten Jahren fand Stan Laurel ein Haus, das seiner ruhigen und bescheidenen Persönlichkeit entsprach. Vom 15. Juni 1958 bis zu seinem Tod im Jahr 1965 lebte er in Santa Monica im Oceana Apartment Hotel. Stan wohnte in Wohnung 2003, einer bescheidenen, aber charmanten Wohnung mit einer eigenen Terrasse, die einen atemberaubenden Blick auf den Strand bot. Können Sie sich vorstellen, wie friedlich die herrliche Umgebung und das Rauschen der Wellen für ihn gewesen sein müssen? Es schien,
die perfekte Umgebung für jemanden zu sein, der einst Millionen von Menschen Freude gebracht hatte. Auch wenn es nicht so extravagant war wie die extravaganten Häuser in Hollywood, die man sich vorstellen konnte, hatte das Gebäude selbst einen gewissen Reiz. Die Wohnung in der 849 Ocean Avenue bot alle Annehmlichkeiten, um sich wie zu Hause zu fühlen, auch wenn sie nicht die luxuriöseste war. Ein Fernseher und ein Reinigungsservice galten damals als Luxusgüter. Stans Entscheidung für eine Wohnung sagt viel über ihn aus. Nicht wahr? Trotz seines enormen Ruhms traf er eine bescheidene und vernünftige Entscheidung. Doch bevor er ins Oceana zog, hatte Stan die meiste Zeit seiner Karriere im sogenannten Fort Laurel-Komplex gearbeitet. Dieses bedeutende Haus in Los Angeles spiegelte den Erfolg wider, den er in seiner Karriere erreicht hatte. Das Anwesen diente nicht nur als Wohnraum, sondern auch als Treffpunkt für Freunde, Familie und Kollegen. Die geräumige Aufteilung und das anspruchsvolle Design zeigten, dass Stan in eine erfolgreichere Phase seines Lebens eingetreten war. Der Komplex war ein wahres Spiegelbild dieser Zeit. Stan Laurel lebte ein Leben voller Ruhm und Berühmtheit als Teil der berühmten Laurel und Hardy Combo. Aber können Sie sich bei all der Aufmerksamkeit vorstellen, wie es wäre, ein entspannteres Leben zu führen? Eines seiner Häuser während seiner Karriere befand sich in der 2546 Malibu Road in Malibu. Das Haus liegt direkt am bekannten Strand von Malibu und bietet einen Panoramablick auf den Ozean und verbindet die Schönheit der Natur mit einem Hauch von Hollywood. Stan passte wunderbar, denn Malibu ist seit jeher die Heimat der Stars. Dort mit Blick auf den Pazifischen Ozean zu leben, muss eine friedliche Abwechslung zum hektischen Treiben in Hollywood gewesen sein. Haben Sie sich schon einmal gewünscht, einfach nur wegzugehen und ein ruhiges Plätzchen zu finden? Das ist es, was Stans Haus in Malibu zu bieten hat. Im Laufe seiner Karriere erlebte er eine Reihe von finanziellen Höhenflügen, doch mit zunehmendem Alter wurde sein Lebensstil deutlich einfacher. Als Stan älter wurde, sah er sich vielen schwierigen Herausforderungen im Leben gegenüber. Mehrere Scheidungen, das Ende seiner aktiven Filmkarriere und all die Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Aber wissen Sie was? Auch wenn sich alles um ihn herum veränderte, ließ er sich nicht unterkriegen. Er bewahrte sich ein fröhliches Gemüt und hielt Kontakt zu seinen Fans. Ist es nicht bemerkenswert, dass manche Menschen positiv bleiben können, egal was das Leben ihnen zumutet? Als Stan in seine letzte Wohnung in Santa Monica einzog, hatte sich sein Leben ein wenig beruhigt. Die Wohnung schien trotz ihrer geringen Größe komfortabel zu sein. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Stan mit dem einfachen Leben zufrieden war. Ich denke, dass es für Stans Fähigkeit, seinen Sinn für Realität zu bewahren, von wesentlicher Bedeutung war. Er war berühmt für seine Politik der offenen Tür und dafür, dass er Fans und andere Entertainer in sein Haus ließ. Anders als viele Superstars versteckte er sich nicht hinter umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen oder Mauern. Er führte sogar ein Telefonbuch, in dem seine Nummer stand. Ist das möglich? So nahbar war er für seine Bewunderer. Und jetzt kommt's. Er hat viel Zeit damit verbracht, persönliche, von Herzen kommende Antworten auf Fanbriefe zu schreiben. Er suchte seine Befriedigung eher in der Pflege der Beziehungen zu denjenigen, die seine Arbeit schätzten, als in der Jagd nach Luxus. Im Oceana Apartment Hotel fand Stan ein ruhiges und besinnliches Leben. Mit der Annehmlichkeit des Zimmermädchenservices und dem Meer in der Nähe entwickelte er eine einfache, aber komfortable Existenz. Ist es nicht interessant, dass er trotz des ganzen Rummels und der Medien die Gelassenheit dem Luxus vorzog? Trotz seiner Erfolge verlor Stan nie seine Bodenständigkeit und schätzte Bescheidenheit und Aufrichtigkeit über alles andere. Die Orte, die Stan Laurel als sein Zuhause betrachtete, darunter sein kleines Apartment in Santa Monica und das Anwesen Grand Fort Laurel, vermitteln ein Gefühl dafür, wer er wirklich war. Ist es nicht erstaunlich, wie sein Zuhause die Geschichte seines Lebens zu erzählen scheint?
Ob er nun in seiner kleinen, aber gemütlichen Wohnung Briefe schrieb oder Besucher in seinem geräumigen Haus in Los Angeles empfing, diese Orte spiegelten Stans Weg wider, der von Brillanz, Bescheidenheit und einer starken Beziehung zu den Menschen, die ihn bewunderten, geprägt war. Finanzielle Situation. Obwohl Stan auf dem Höhepunkt seiner Karriere sehr wohlhabend war, war seine finanzielle Situation nicht perfekt. Trotz seiner Erfolge stand er vor einer Reihe von Herausforderungen. Ist es möglich, wohlhabend zu sein und trotzdem finanziellen Stress zu haben? 1937 verdiente Stan erstaunliche $135.000, ein für die damalige Zeit beachtlicher Betrag. Im Gegensatz dazu verdiente der typische amerikanische Arbeiter nur $11.800 pro Jahr. Mit seinem Gehalt hätte Stan mehr als 30 Häuser kaufen können, denn die durchschnittliche Immobilie kostet etwa $4.100. Trotz all des Geldes schien sich Stans Leben um seine Fans zu drehen und seinen Sinn für Realismus zu bewahren. Trotz seines Reichtums war Stans finanzielle Stabilität nur von kurzer Dauer. Haben Sie sich jemals gefragt, wie jemand mit einem so hohen Einkommen in finanzielle Schwierigkeiten geraten kann? Stans teurer Lebensstil und seine leichtsinnigen Ausgaben waren nicht die Ursache für seine Probleme. Stattdessen waren es eine Reihe von Fehlentscheidungen und Pech, die sein Geld zum Verschwinden brachten. Zunächst einmal verschlangen die zahlreichen Scheidungen und Unterhaltszahlungen, die darauf folgten, sein Geld. Stan war 4-mal mit 3 verschiedenen Frauen verheiratet und musste daher für jede Scheidung einen hohen Preis zahlen. Da jede Trennung größere Auswirkungen auf sein Geld hatte als die vorherige, kann man sich nur vorstellen, wie emotional und finanziell belastend das gewesen sein muss. Aufgrund dieser Zahlungen hatte er kaum eine Chance, sein Geld zurückzubekommen. Aber die finanziellen Probleme hörten damit nicht auf. Trotz seines Talents als Komiker fehlte Stan der Geschäftssinn, um sein Vermögen zu verwalten. Bedauerlicherweise funktionierte sein Vertrauen in andere, die sein Geld verwalten sollten, nicht. Er hat durch unsachgemäße Beratung und schlechtes Management viel Geld verloren. Die Gerichtsverfahren sollten nicht außer Acht gelassen werden. Er hat sich lange mit Managern und Produzenten um Gagen und Bildrechte gestritten. Nach all diesen Entbehrungen war er finanziell und seelisch am Ende. Stans wechselnde Wohnsituationen waren eine direkte Folge seines schwankenden Einkommens. In einem Moment war seine Wohnung komfortabel, im nächsten nicht mehr. Es erinnerte Stan ständig daran, wie schwierig es war, sein Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs wohnte Stan in einem großen, eleganten Anwesen in den Cheviot Hills. Eine genaue Darstellung seiner Leistungen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wohl ist, in einer Gegend zu leben, die Erfolg ausstrahlt? Stan musste sich schließlich mit dieser Realität abfinden. Doch schließlich zog er in das Anwesen in Fort Laurel, das in einem symbolischen Sinne den Höhepunkt seiner Leistungen darstellte. Es war nicht nur sein Zuhause, sondern auch sein Zufluchtsort. Ein Ort, an dem er sich entspannen und die Früchte seiner Arbeit genießen konnte. Können Sie sich vorstellen, wie wohltuend es gewesen sein muss, nach Jahren der Arbeit und des ständigen Reisens endlich einen eigenen Raum zu haben? Doch als Stan sich dem Ende seines Lebens näherte, hatte sich seine Wohnsituation geändert. Er wohnte nun in einem kleinen Studio-Apartment im Oceana Apartment Hotel in Santa Monica, Kalifornien. Diese bescheidene Wohnung spiegelte seine finanziellen Schwierigkeiten in seinen letzten Lebensjahren wider. In den 1960er Jahren verschlechterte sich Stans finanzielle Lage zusehends. Bis zu seinem Tod im Jahr 1965 soll er ein Nettovermögen von rund $50.000 gehabt haben, was im Vergleich zu den enormen Einnahmen während seiner Glanzzeit verblasst. Obwohl es sich dabei um einen relativ geringen Betrag im Vergleich zu dem handelte, was er zuvor verdient hatte, reichte er aus, um einen einfacheren Lebensstil zu führen.
Es ist interessant zu beobachten, wie sich der Wohlstand eines Menschen im Laufe seines Lebens verändern kann, unabhängig davon, wie erfolgreich er zuvor war. Stan konzentrierte sich in seinen letzten Jahren wieder auf die Dinge, die ihm am wichtigsten waren. Die Pflege der Beziehung zu seinen Fans und die Nutzung seiner Talente, um ein bedeutendes Vermächtnis zu hinterlassen. Können Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie sich so sehr für Ihre Anhänger engagieren, dass Sie jeden Tag persönlich auf Ihre Nachrichten antworten? Stan hatte genau dasselbe Problem. Er lebte in einer einfachen, komfortablen Wohnung, aber seine täglichen Aktivitäten beschränkten sich auf das Beantworten von persönlichen Nachrichten und Fanbriefen. Es ist unbestreitbar, dass es sehr erstaunlich ist, wie sehr er mit denen verbunden blieb, die ihn schätzten. Stan war anders als viele der Hollywood-Berühmtheiten seiner Zeit. Anstatt ein opulentes oder extravagant luxuriöses Leben zu führen, entschied er sich für ein bescheidenes und bodenständiges Leben. Stans finanzielle Schwierigkeiten erinnerten ihn jedoch daran, dass das Leben, egal wie wohlhabend jemand ist, trotzdem schwierig sein kann. Seine finanziellen Probleme hatten nichts mit übermäßigen Ausgaben zu tun. Die Überwindung der Hindernisse, die das Leben ihnen in den Weg stellt, war ihre oberste Priorität. Für ihn war es eine Herausforderung, denn er musste Unterhalt zahlen, sich mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen und sein Geld schlecht verwalten. Ist es nicht verrückt? Obwohl er Millionen von Dollar in der Unterhaltungsbranche verdiente, stand er vor denselben Herausforderungen wie alle anderen auch. Irre. Stan hinterließ ein Vermächtnis, das trotz allem Bestand hatte. Alle finanziellen Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte, wurden durch die Freude und das Vergnügen, das er Millionen von Menschen bereitete, bei weitem übertroffen. Glauben Sie nicht, dass es bei wahrem Reichtum darum geht, eine Menge Dinge anzuhäufen? Ihr Erfolg beruht auf den Beziehungen, die Sie aufbauen, und dem Glück, das Sie anderen bereiten. In seinen letzten Lebensjahren war Stans finanzielle Situation im Vergleich zu den heutigen Hollywood-Standards eher bescheiden. Aber glauben Sie nicht, dass sein wahrer Reichtum von Anfang an auf der Liebe und Zuneigung seiner Anhänger beruhte? Stan Laurel hatte zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1965 ein bescheidenes Nettovermögen von $50.000. Ihrer Meinung nach ist das ein ziemlicher Schock. Man sollte meinen, dass jemand, dessen Comedy das Leben von Millionen von Menschen verändert hat, viel mehr hat. Es ist jedoch ein eklatantes Beispiel für die finanziellen Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte, insbesondere in Bezug auf die Geldverwaltung und die damalige Unterhaltungsindustrie. Sein Reichtum wurde jedoch durch einige wichtige Aspekte stark eingeschränkt. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl war die Frage, wer die Rechte an seinem Film besaß. Zu einem bestimmten Zeitpunkt lagen die Rechte an seinen Filmen nicht bei seinen Mitarbeitern. Stan und Oliver Hardy. Stellen Sie sich einen Moment lang vor. Sie wären so bekannt, dass Sie keine Kontrolle über Ihren eigenen Ruf oder die von Ihnen geleistete Arbeit hätten. Die kurze Antwort lautet, dass Sie die Rechte nicht besaßen. Wenn man bedenkt, wie viel Geld Ihre Arbeit im Laufe der Jahre einbrachte, ist es erstaunlich, dass Sie keine Tantiemen oder Einnahmen aus Wiederholungen erhielten. Dies war eine bemerkenswerte Leistung, vor allem angesichts der Art und Weise, in der Schauspieler heute eine Entschädigung in Form von Tantiemen erhalten können. Stan und Oliver erhielten damals eine feste Gage, sodass sie keinen Anspruch auf ein langfristiges Einkommen oder einen Anteil an den Einnahmen aus ihren Filmen hatten. Erscheint das nicht ein wenig ungerecht, wenn man bedenkt, wie viel Freude ihre Bemühungen der Welt gebracht haben? Die Geschäftsvereinbarungen, die sie geschlossen hatten, waren nicht der einzige Grund, warum Stan finanziell zu kämpfen hatte. Außerdem spielte sein Privatleben eine große Rolle. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sehr sich die persönlichen Probleme einer Person auf ihren finanziellen Status auswirken können? Das würde bedeuten, dass Stan nach all den Jahren des Erfolgs weniger Geld zur Verfügung hätte, mit dem er angeben könnte,
Darüber hinaus war Stan in viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt, was ein wichtiger Faktor war. Seine ständigen Meinungsverschiedenheiten mit Produzenten und Studios darüber, ob er entschädigt werden sollte oder nicht, verschlimmerten seine finanziellen Schwierigkeiten nur noch. Die mit diesen Rechtsstreitigkeiten verbundenen Kosten sowie die ungünstigen Urteile zehrten seine finanziellen Mittel auf. Es ist wichtig, über diese Frage nachzudenken. Von 1937 bis 1937 betrug Stans Jahreseinkommen insgesamt $135.000. In Anbetracht der Umstände ist das eine beachtliche Summe. Trotzdem ist es sicher, dass er deutlich mehr verdiente als die meisten Menschen zu dieser Zeit, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Jahreslohn in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit nur 1.800 betrug. Stan setzte seine Arbeit fort. Obwohl sich sein Gesundheitszustand zu verschlechtern begann, ist es wahrscheinlicher, dass er seine Arbeit liebte und enge Beziehungen zu den Menschen, die ihn bewunderten, aufrechterhalten wollte. Oder glauben Sie, dass er eher durch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, motiviert war? Stan war besonders besorgt über die Alternative, die in Betracht gezogen wurde. Es war nicht notwendig, dass er deswegen aufhörte. Er blieb den Dingen, die ihm am Herzen lagen, sein Leben lang verbunden. Und nicht nur das. Selbst in seinen letzten Lebensjahren wurde er mit Auszeichnungen für seinen enormen Beitrag zur Comedy-Branche geehrt. Als Hardy zu dieser Zeit erfuhr, dass er an Diabetes erkrankt war, ermutigte Stan ihn, sich lieber allein zu beschäftigen, als mit anderen zusammenzuarbeiten. Da das Angebot ernst genommen wurde, konnte sich Hardy Rollen in Filmen mit Bing Crosby und John Wayne sichern. Im Jahr 1950 erhielten Laurel und Hardy das verlockende Angebot, nach Frankreich zu reisen und dort mit der Produktion eines großen Kinofilms zu beginnen. Allerdings verlief das Ergebnis nicht ganz nach Plan. Die französisch-italienische Koproduktion, die den Titel Atoll K trug, war ein völliger Misserfolg. Utopia war der Name, der in den Vereinigten Staaten verwendet wurde, während Robinson Crusoe Land der Name war, der im Vereinigten Königreich verwendet wurde. Die Tatsache, dass es den beiden Schauspielern während der Dreharbeiten offensichtlich nicht gut ging, war in keiner Weise von Vorteil. Es muss für beide sehr schwer gewesen sein, mit der Situation umzugehen. Nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten widmeten sie einen großen Teil ihrer Zeit der Erholung mit der Entspannung. Nachdem sich Stan und Ollie von ihrer Krankheit erholt hatten, unternahmen sie 1952 eine ebenfalls erfolgreiche Europatournee. 1953 war das Jahr, in dem sie auf ihrer zweiten Rückreise eine zweite Tournee unternahmen. Auf ihrer zweiten Reise hingegen ereignete sich etwas, das sie dazu veranlasste, ein gemächlicheres Tempo anzuschlagen. Als Stan erneut arbeitsunfähig wurde, war er gezwungen, sich eine längere Auszeit zu nehmen. Im nächsten Jahr, im Mai 1954, ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Leider musste Hardy die Reise verschieben, da er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Ich glaube, dass es für Stan eine schreckliche Zeit gewesen sein muss, mit dieser Situation umzugehen. Säuge zu sein, wie sein Kumpel eine so schwierige Zeit durchmacht. Das Jahr 1955 markierte den Beginn ihrer Arbeit an einer Fernsehsendung für Kinder, die auf Fabeln basierte und Laurel und Hardys Fabulous Fables heißen sollte. Ich gehe davon aus, dass Sie das für eine wunderbare Idee halten, nicht wahr? Als Stan im April 1955 einen Schlaganfall erlitt, wurde jedoch alles vorerst auf Eis gelegt. Er erholte sich vollständig, was ein großes Glück ist. Hardy hingegen erlitt im September 1956 einen schweren Schlaganfall, der ihn unfähig machte, weiter zu spielen. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als sie begannen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, wieder an die Arbeit zu gehen. Als Stan erfuhr, dass Oliver Hardy am 7. August 1957 verschwunden war, reagierte er mit Entsetzen
und erholte sich im Laufe seines Lebens nie wirklich von diesem Verlust. Er sagte, dass Babe seine Situation verstehen würde, obwohl seine Krankheit ihn daran hinderte, an Hardys Beerdigung teilzunehmen. Er bemerkte, dass Babe sein Problem begreifen würde. Sind Sie nicht ganz ehrlich mit dem, was Sie da sagen? Das ist ein Beweis für die tiefe Verbundenheit, die zwischen ihnen besteht. Stan pflegte auch nach Hardys Tod sein soziales Leben, machte aber deutlich, dass er trotz seiner Bekanntheit nicht die Absicht hatte, in Zukunft eine Anstellung zu suchen. Er lehnte es nachdrücklich ab, in Zukunft in Theater- oder Filmproduktionen mitzuwirken. Stans Konzentration hatte sich vorübergehend von der anstehenden Arbeit entfernt. Es war ihm unmöglich, die Motivation zu finden, etwas zu leisten, wenn Hardy nicht in der Nähe war. Jede Gelegenheit, die sich ihm bot, um in der Öffentlichkeit aufzutreten, nahm er nicht wahr. Im Januar 1965 wurden Röntgenaufnahmen von Stan gemacht, um eine Infektion am Gaumen festzustellen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass er am 23. Februar, knapp einen Monat nach seinem Tod, verstorben ist. Er war 74 Jahre alt, als er starb. Es war ein Herzinfarkt, den er 4 Tage vor seinem Tod erlitt, der letztendlich zu seinem Ableben führte. Wenige Augenblicke vor seiner Abreise machte er eine Bemerkung, die für seine besondere Art von Komik steht. Während des Gesprächs mit seiner Krankenschwester schlug er vor, dass er während ihrer gemeinsamen Zeit gerne Skifahren gehen würde. Auf ihr Erstaunen hin, dass sie nicht wusste, dass er sich für den Skisport interessierte, grinste er und erklärte, dass er zwar nicht am Skifahren interessiert sei, aber lieber Skifahren würde, als die häufigen Injektionen zu ertragen, die er bekam. Selbst in den letzten Momenten seines Lebens bewahrte er sich seinen Sinn für Humor die ganze Zeit über. In seinem geliebten Lehnstuhl ist er ruhig und friedlich eingeschlafen. Während der Trauerfeier für Charlie Chaplin, die in der Church of the Hills stattfand, hielt Buster Keaton eine rührende Ansprache an den Verstorbenen. Aus seinen Ausführungen ging hervor, dass er nicht der humorvollste Mensch war, und Chaplin war es auch nicht. Wer war dieser Stan? Während seiner Gedenkfeier nahm Dick Van Dyke Bezug auf The Clown's Prayer, ein Werk, das für Stan eine große Bedeutung hatte. Während der gesamten Zeremonie war dies ein weiteres Szenario, das starke Emotionen auslöste. Dicks Äußerungen hatten eine besondere Bedeutung, da er Stans lebenslanger Kumpel und gelegentlicher Imitator war. Stan hatte sich sogar über seine eigene Beerdigung lustig gemacht und erklärt, dass er nie wieder mit jemandem sprechen würde, der ein langes Gesicht hat. Sogar über seine eigene Beerdigung hatte sich Stan lustig gemacht und sie auf die Schippe genommen. Dieses Zitat veranschaulicht seine Neigung, jede Situation komisch zu finden, einschließlich des Abschieds von einem alten Bekannten. Stan wird auf dem Forest Lawn Hollywood Hills Cemetery beigesetzt, auf dem viele wichtige Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Trotzdem wird sein Vermächtnis in Form des Lachens, das er mit der ganzen Welt teilte, bis in alle Ewigkeit weiterleben. Stan Laurels Einfluss auf die Komödie wird für alle Zeiten in Erinnerung bleiben, trotz der Höhen und Tiefen, die er in seinem Leben erlebte. Auch wenn Stan Laurel in aller Stille verstorben ist, lebt sein Vermächtnis in jedem Komiker weiter, der es jemals gewagt hat, andere zum Lachen zu bringen. Und seine Frau Ida, die bis zum Schluss an seiner Seite war, erinnert uns daran, dass Liebe auch inmitten von Trauer existiert. Sind Sie der Meinung, dass Stan Laurel derzeit die Wertschätzung erfährt, die er so sehr verdient? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Gefällt mir, abonnieren Sie weitere authentische Geschichten hinter den Kulissen und drücken Sie die Schaltfläche Benachrichtigungsglocke, damit Sie die nächste Geschichte nicht verpassen.